Liebe Zuschauer, neben mir begrüße ich heute zum dritten Mal Kirsten Rüffer. Hallihallo, schön, dass ich da sein darf. Und nachdem wir uns im ersten Interview über Kirstens beruflichen Hintergrund und Werdegang unterhalten haben, im zweiten Interview über Kirstens wirklich beeindruckendes Projekt in Afrika gesprochen haben, wollen wir uns heute Kirstens Vorhaben in Europa zuwenden. Kirsten Rüffer ist Heilpraktikerin, medizinische Kosmetikerin und vielleicht setzt du fort. Medizinische Fußpflegerin, Sporttrainer, Faszientrainer, Bewegungstherapeut, Ernährungstherapeut. Ja, such dir was aus. Ja, also das ist nach wie vor ein sehr, sehr umfangreicher Hintergrund. Wir haben bereits in 2 Interviews uns unterhalten. Beim ersten Mal haben wir Kirstens Arbeit in ihrem und ihren Werdegang in ihrer Tätigkeit als Heilpraktiker und genannter Berufe dargestellt und porträtiert. Beim letzten Mal sprachen wir über ihre Vorhaben und ihr Projekt in Afrika. Und da könnte ja der eine oder andere kritische Geist dann auf die Idee kommen zu sagen, naja, also wir haben doch in Europa genug Missstände. Ja, es gibt doch hier genug eigene Probleme. Ja, warum kümmern wir uns nicht erstmal darum, statt dann gleich nach Afrika zu gehen und irgendwie so weit weg? Ja, warum kehren wir nicht erstmal vor unserer eigenen Haustür? Ja, und was würdest du da entgegensetzen, Kirsten? Ja, Sie haben recht, na klar. Ja. Und deswegen haben wir ja nicht nur ein Projekt jetzt in Afrika, sondern wir haben natürlich auch Projekte hier. Also ich habe Somedic ja letztes Jahr gegründet und der Hauptstand von Somedic oder der Hauptstandort ist in Wien. Ja, ist ja ein österreichischer Verein und von da aus laufen quasi ja die ganzen Projekte in alle Richtungen verteilt. Und Afrika ist halt nur ein Punkt vom Ganzen. So, und eins meiner Projekte findet hier im Norden statt. Das ist auch so ein bisschen das, was ich jetzt ja schon mache. Das heißt, Gesunderhaltung des Menschen, Förderung der Menschen, Aufbau der Menschen in sämtlichen Situationen. Das ist etwas, was ich halt, wie gesagt, hier in Norddeutschland schon mache und wir planen aber ein großes Projekt. Und zwar geht es dann darum, dass wir gerade auf der Suche nach einem Resthof sind. Wir wollen uns halt komplett verändern. Also wir wollen in den Selbstanbau gehen. Wir wollen Jung und Alt wieder zusammenführen. Wir wollen alte Werte wieder aufleben lassen. Wir wollen wie gesagt, in den Eigenanbau gehen. Wir wollen selber Produkte herstellen, sei es nun im Gemüsebereich oder im Obstbereich, aber auch Dinge, die wir jetzt auch schon machen, wie natürliche Shampoo herstellen, Duschgele, Seifen, Energieketten, Energiearmbänder, ja, alles so in diesen Bereichen. So, das wollen wir dann selber herstellen. Natürlich dann auch vor Ort. Dann kann man das dann kaufen oder für Mitglieder, die das dann kaufen können oder sich dann natürlich auch selbst aneignen können, die ganzen Sachen. Dann soll ein Bewegungslernbereich für Kinder entstehen. Ich sage deshalb Bewegungslernbereich, weil das natürlich allumfassend ist. Das heißt natürlich ein normaler Spielplatz, wie man sich das so vorstellt für Kinder. Aber die sollen natürlich auch lernen, wie man mit Gemüseanbau umgeht oder mit Gemüse allgemein, mit der Verarbeitung, wie man Obst weiterverarbeitet, was man daraus machen kann. Die sollen lernen, wie man Tinkturen herstellen kann, wie man Medizin herstellen kann, jetzt aus Kräutern und all solche Sachen. So. Und deswegen halt auch natürlich ein Lernbereich. Für Kinder allen Alters ist das. Das heißt also, es ist nicht beschränkt. Also ob es nun ganz kleine Kinder sind oder große Kinder sind, jeder kann dazukommen. Und dann wollen wir, dass auch die alten Menschen mit dazukommen, weil gerade die haben ein großes Wissenspotenzial und davon wollen wir natürlich profitieren. Und davon können dann auch die Kinder profitieren und natürlich jeder einzelne Mitglied auch. Und dann jeder bringt irgendwas Schönes mit. Ne? Also ich sage jetzt mal gerade die alten Menschen, das Wissen geht gerade so ein bisschen verloren, was ich sehr, sehr, sehr schade finde. Und wir wollen das wieder wieder in einem Haus quasi und vereinen. Das heißt, der eine kann vielleicht gut stricken, der nächste vielleicht gut häkeln, der eine kann gut einkochen, der nächste kann Marmelade, der nächste kann Schnaps herstellen, was auch immer. So und all dieses Wissen, ja, das möchte ich gerne, dass die Leute das mit einbringen, wo dann die Kinder, wie gesagt, von lernen können und wo wir, also eigentlich ist es so ein modernes Mehrgenerations-Projekt, was ich da starten möchte. Genau. Ja, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Auch da überschneiden wir uns in einem sehr großen Bereich. Ja, richtig, da tut sich eine sehr große Schnittmenge auf. Also auch du möchtest in Richtung einer rundum Selbstversorgung gehen. Also tatsächlich wieder dahin kommen, dass man
alleine oder in einer Gemeinschaft alles, was man für sein Überleben benötigt, selber machen kann. Ja? Es geht aber auch um die Gesunderhaltung, natürlich auch da. Ja, Ne? Das heißt also wirklich gesunde Lebensmittel selber herstellen, gesunde Produkte selber herstellen, so wie auch mit den Duschgelen oder Seifen, halt ohne Mikroplastik oder irgendwelche chemischen Zusätze, wirklich auch rein mit natürlichen Zusätzen, also rein mit natürlichen Substanzen und wieder eigentlich auch so ein bisschen zur Natur zurückfinden, um wieder zum eigenen Ich zurückzufinden. Genau, ne? Ja, genau. Ne? Da haben sie ja wieder auf allen Ebenen. Genau. Das Zurückfinden zu sich selbst, das Zurückfinden zum Ursprung, zur Natur. Natur ist ja, könnte man denken, sprachlich nahe am Ursprung. Ne? Und das eben entsprechende sich versorgen mit Gütern, die möglichst aus naturbelassenen Rohstoffen bestehen. Ne? Genau. Die also jetzt nicht aus irgendwelchen künstlichen, aus Kunststoffen, Mikroplastik oder was auch immer dergleichen irgendwo drin ist, Nahrungsmittel mit vermeintliche Nahrungsmittel, ja, das mag man ja gar nicht sagen, so bei diesem ganzen bei dem ganzen Chemiecocktail, den man so aus Supermärkten bekommt. Du darfst ja nicht vergessen, also das ist ja, das wissen die Leute ja gar nicht, dass allein nur bei der Brotherstellung ja über 300 verschiedene Inhaltsstoffe drin sind in einem normalen Brot, was du zum Kaufen kriegst. Also das finde ich ganz, 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 ganz erschreckend, muss ich sagen. Ja. Und die Brote, also ich backe traditionell, das heißt 24-Stunden-Brote mit langer Gärzeit wir haben maximal 5 bis 8 verschiedene Zutaten drin, ne, je nach Brot. So, also das ist doch ein Unterschied. Und das Schlimmste ist halt, dass bei diesen ganzen Lebensmitteln so viel zugesetzt ist und das noch nicht mal deklariert werden muss. Ne? Ja, genau. Ja, und dann kommt ja hinzu, dass die allermeisten ja gar nicht mehr in der Lage sind, selber ein Brot zu backen. Ja, diese Fähigkeiten sind verloren gegangen, aber auch andere handwerkliche Fähigkeiten oder landwirtschaftliche Fähigkeiten. Wie lege ich überhaupt einen Garten an? Wie kann ich mir Gemüse selber anbauen? Ja, wie baue ich mir einen Hühnerstall? Wie gehe ich mit Hühnern um? Ja. Wie koche ich Essen ein? Wie mache ich Sachen haltbar? Genau. Ne? Also solche Sachen. Also das sind ja Sachen, das ist ein Riesenschatz, den unsere Vorfahren quasi gehegt haben und was ja so in den letzten Jahrzehnten komplett weggegangen ist. Wenn ich jetzt mal so überlege, bei uns früher, da wo ich jetzt herkomme, da waren die Häuser, also das war ganz normal, dass da hinten ganz große Gärten dran waren und jedes Haus quasi so seinen eigenen Bereich angebaut, also seine eigenen Sachen angebaut hat. Das ist jetzt alles verkauft, da sind jetzt 3 bis 4 Häuser dann drauf in diesen Gärten sozusagen. Ne? Das ist jetzt alles, ging nur noch um Profit, um Geld und was sollen die Leute jetzt machen? Ne? Jetzt höre ich dann immer, wenn ich sage, mach doch mal dies, mach doch mal das, aber ich habe doch gar keinen Platz. Das ist dann so das Nächste, was dann kommt. Ne? Und da haben wir es dann. Ne? Und da wird die Abhängigkeit dann auch auf der Ebene immer größer. Ne? Du brauchst Geld, du bist abhängig von einem Arbeitsplatz oder von irgendwelchen anderen Einkunftsmöglichkeiten, um dir dann Essen von irgendwo anders zu kaufen, Nahrungsmittel von irgendwo anders zu kaufen. Genau. Es ist für die meisten irgendwie auf den Wochenmarkt zu gehen, ist zu teuer. Ja? Dann wird dann eben auf den günstigen Supermarkt zurückgegriffen. Natürlich gibt es da auch Produkte, die als Bio bezeichnet werden, aber das Problem ist ja, dass wir keinen Bezug zu der Geschichte dieser Lebensmittel haben. Ne? Wir können nicht nachvollziehen, wie die hergestellt wurden. Ne? Und die sind in Plastik verpackt, über große Distanzen transportiert, in Masse transportiert, in Masse produziert. Ja. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich jetzt wirklich einen Bezug zu einem Lebensmittel habe. Ja, also wenn ich wirklich weiß, wo das gewachsen ist. Wenn du weißt, was in deinem Boden drin ist. Genau, ne? Und dann kannst du natürlich auch sagen, okay, in unseren Lebensmitteln ist dann wirklich auch noch was drin, ne? an Vitaminen. Also ich werde immer, also das ist immer so ein Thema, wenn ich über Lebensmittel spreche, also oder mit meinen Gästen quasi über die Ernährung spreche und mir dann immer erzählt wird, aber ich esse doch ordentlich Obst und Gemüse. Ja, wo ich dann immer denke, okay, wie viel Kilo sind das denn am Tag? So, und wie Kilo, ne? So, aber ich esse doch meine 5 Portionen Obst oder 5 Portionen Gemüse. Ja, aber was ist das denn? So, was ist denn noch drin? Ja, in den ganzen Sachen. Also die Leute denken immer, nur weil vielleicht die Paprika noch rot ist da auch Vitamin C drin oder alles andere. Aber das ist einfach nicht wahr. Ne? Aufgrund unserer Böden, die ja komplett leer sind, komplett ausgelutscht sind, dann haben wir viel zu wenig Sonne. Also alles, was jetzt von hier kommt. Ne? Wir haben viel zu wenig Sonne. Das heißt, unser Obst, Gemüse kann gar nicht wirklich richtig die Nährstoffe aufnehmen, die es wirklich braucht. Ich meine, das hat einen Grund, dass bei uns hier im Norden fast nur Kohl wächst. Ne? Ja, das ist Kohl, es. Ne? Äpfel und Birnen und Kirschen. Und das war es ja schon fast. Ja. So, und das hat ja einen Grund, ne? Weil gerade Kohl ja keine Sonne braucht in dem Sinne. So, ne? Aber all diese Südfrüchte, die brauchen einfach viel Sonne und es macht einfach keinen Sinn, die Sachen roh zu ernten. Dann sind die 3 Wochen unterwegs, bis die dann bei uns ankommen. Was glaubt man denn, was da noch drin sein könnte? Nein, die sollen ja nachreifen, ne, beim Transport. Das ist ja so die aber Überlegung. Mit Nachreifen kommen halt keine Vitamine und Mineralien in das Gemüse rein. Ne? Genau. Also das ist ein Trugschluss und man schmeckt es ja auch.
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne, die Austeerung der Böden. Das ist ja keineswegs ein neues Problem. Es gab schon vor 250 Jahren gab es schon helle Köpfe, die das mit großer Besorgnis beobachtet haben. Ja? Also selbst im 18. Jahrhundert wurde schon beobachtet, dass die Qualität der Nahrungsmittel immer weiter abnimmt. Ne? Und dass also gerade eben die Mineralien, der Mineralienanteil immer geringer wird. Ja? Was sehr leicht zu verstehen ist, warum das der Fall ist. Ja? Ja. Wenn ich einen Boden in Monokultur betreibe, ja, gibt es keine Möglichkeit für den Boden, sich zu regenerieren. Das gibt es ja auch in der Natur nicht. In der Natur gibt es keine Monokultur. Wie ist das ne? denn mit unseren Wäldern? Ist das Gleiche? Ganz genau. Ne? Also ich meine, warum haben wir denn die ganzen Waldprobleme, das Wäldersterben? Ja? Weil wir nur eine Art von Baumsorten anpflanzen. Ja. Also ich meine, was macht das für einen Sinn? Ja. Gar keinen. Überhaupt keinen. Ganz genau. Ne? Überall Fichten, Monokultur. Ich meine, wir kennen ja gar keinen richtigen Wald mehr. Ne? Aber dann braucht man sich auch nicht wundern, dass das alles kaputt geht, wenn ein Borkenkäfer kommt. Ja, ganz genau. Ganz genau. Ja, dann wird aber der Borkenkäfer dann wieder, ne, dann wird er wieder bekämpft mit Chemikalien. Ne? Von na klar, großen Chemiekonzernen. So, ne? Ja, da habe ich schon ulkige Geschichten erlebt. Ne? Also da geht man dann durch Naturschutzgebiet, vermeintliche, in Niedersachsen, und dann hängt da irgendwo ein Schild an einem Baum. Und da steht drauf, bitte die Bäume hier nicht anfassen, die sind mit einem hochmodernen Borkenkäferschutzgift behandelt worden. Ja, herzlichen Glückwunsch. So viel zum Thema Naturschutz. Ne? Ja, also das ist ein ganz entscheidender Punkt, dieses Zurückgewinns eines Bezugs zu den Lebensmitteln, zu dem, womit wir uns nähren. Ja, das ist ja auch eine Frage, dass du dich selbst ernst nimmst. Also womit nähere ich mich? Ja, also das ist aber auch ein Prozess, der man echt wachsen muss. Ja. Ne? Also ich meine, der war bei mir ja auch nicht. Ich bin auch nicht morgens aufgewacht und habe gedacht, ey, was für eine geile Idee. Ja, Nein, das hat sich über Jahre, Jahrzehnte entwickelt, ne? Indem man dann einfach in verschiedene Situationen reingedrängt wird oder reingepusht wird, wo man dann sagt so, Moment, irgendwie widerspricht das so ein bisschen das, was ich so bei mir im Kopf habe. Und irgendwie widerspricht das so ein bisschen, was ich im Gefühl habe. So, und dann fängt man halt an, sich damit zu beschäftigen. Und ich kann es einfach auch nur jedem raten, ne? Sich da wirklich mal mit auseinanderzusetzen. Vielleicht auch einfach mal in den Supermarkt zu gehen, einfach mal aus Spaß und sich mal die Sachen anzugucken. Ne? Was ist hinten drauf, was steht hinten drauf an Zutaten und was ist wirklich drin? So. Und wenn diese Liste schon so lang ist, dann vielleicht mal die Finger weglassen. Ne? Ja. Auch wenn man dieses Produkt vielleicht gerade gerne isst, aber dann vielleicht eine Alternative suchen. Vor allem geht es darum, ein Bewusstsein zu entwickeln erstmal für das, womit man sich nährt oder glaubt zu nähren. Ne? Genau, und da stehen wir schon vor dem Problem, dass die allermeisten ja gar nicht mehr wissen, wie die Pflanzen, die sie essen, aussehen. Ja? Wie sieht dann Brokkoli aus? Wie sieht Blumenkohl aus? Wie sieht Rosenkohl eigentlich aus? Was ist es überhaupt? Wo wächst das? Ja? Tomaten, wo wachsen die überhaupt? Ne? Da gab es ja schon, ich kann mich in den 90er Jahren daran erinnern, dass es da auch schon Kinder gab, die eine Kuh lila gemalt haben. Ja? Wegen der Werbung. Ja, wegen der Werbung, genau. Ne? Und du sprachst es ja schon an, ne? Auch das Erodieren und das Vergessen dieser Fähigkeiten, die unsere Vorfahren entwickelt haben, ja? Also Nahrungsmittel auch haltbar zu machen, zu verarbeiten. Ne? Das Einkochen ist ja auch schon in Vergessenheit geraten mittlerweile, obwohl das gar nicht so lange her ist, dass in Familien im Herbst noch eingekocht wurde. Ne? Da war das ein normales Familienritual. Kommt aber wieder gerade. Also das ist gerade wieder richtig im Kommen. Ja. Und so wie vieles andere auch. Also das Bewusstsein hat sich schon ein bisschen verändert. Leider noch sehr, sehr, sehr wenig. Leider noch sehr graduell, ne? Aber es gibt eine Bewegung, die bemerkbar ist. Ja, ne? absolut. Gleichermaßen. Absolut. Ne? Und auch alleine, also ich meine, in Deutschland wird zum Beispiel eine ganze Menge Bier getrunken, aber die meisten haben überhaupt keine Ahnung, wie man Bier herstellt. Ja? Und wenn ich irgendwo mit selbstgebrautem Bier hinkomme, sagen die, wie das geht, das kann man machen. Ich dachte, dafür braucht man eine Fabrik. Ja. Dabei ist das alles immer gar nicht so schwierig. Ne? Man muss sich eben nur damit auseinandersetzen und es eben einfach mal machen. Aber wenn man die Ergebnisse einmal gekostet hat, ja, dann schmeckt einem dieses Bier aus dem Supermarkt nicht mehr so gut. Ja. Also auch die bekannten Marken, die auch teuer verkauft werden und dergleichen, ja, die sind dann nicht mehr so appetitlich. Ne? Und das ist genau der Punkt, was du sagtest, ne? Diese Fähigkeiten wiederzubeleben, ne? Die jetzt so langsam aussterben, ja, alt und jung da zusammenzubringen, ist meines Erachtens ein ganz zentraler Punkt. Sehr, sehr wichtig. Ja, und auch den Kindern das wieder beizubringen. Genau. Also auch das kommt es ja. Und auch vor allem erkennen in der Natur, ne? Was habe ich denn hier für Pflanzen, was kann ich denn daraus machen? Also die meisten sprechen ja mal von Unkräutern, dass aber die 80% davon für unsere, dafür sorgen, dass wir heilen können oder dass wir gesund werden. Darüber macht sich dann keiner Gedanken. Ne? Und allein so diese Kräuter mal zum Essen, zum Salat oder zum Kochen mit dazu verwenden, das bringt schon mal eine ganze Menge. Ja,
Ja. Das ist es, ne? Gerade in Norddeutschland gibt es ja viel Löwenzahn und Brennnessel und das gilt alles als Unkraut, ne? Gilt alles als störend. Für die Leber. Ja, ne? Leber und Galle. Also können wir uns wunderbar von ernähren an sich, ne? Ja. Und überhaupt, also selbst ein Städter kann sich von draußen ernähren, das wissen viele gar nicht. Ne? Ja, theoretisch wäre das möglich. Ne? Vielleicht blenden wir das mal ein, so dieses Buch von Smarticular hier, Geh raus, deine Stadt ist essbar, meine ich, heißt das. So. Es gibt auch in der Stadt wächst genug, sodass du dich von draußen ernähren kannst. Klar. Ne? Das Problem ist, wir haben alle den Blick dafür gar nicht mehr. Wir sehen die Dinge gar nicht mehr. Ne? Ich kenne das auch aus Niedersachsen, da gibt es diverse, in Örten gibt es öffentliche Äpfelbäume, öffentliche Birnenbäume, die sieht keiner. Wie Da fallen die komisch, Birnen ne? runter und die vergammeln. Die vergammeln, ja, genau, weil gekoppelt richtig. ist, Birnen kommen aus dem Supermarkt. Ja, und Äpfel kommen aus oder dem die Supermarkt. Leute trauen sich nicht. Das kommt natürlich auch, ne? Also kann natürlich auch sein. Die Angst vor irgendwie, das ist ja nicht kontrolliert. Ne? Ja. Genau das ist es, ja. Genau. Ne? Genau. Ja. Und bei solchen Gedanken, da muss man sich dann fragen, wie haben denn unsere Vorfahren überlebt? Die müssen ja alle irgendwie, bevor es den kontrollierten Anbau gab, ja, die alle schon verstorben sein. genau, verstorben sein, bevor sie sich hätten fortpflanzen können. Ne? Ja. Also, ja, und ich glaube, das in anderen Ländern. Ne? Also es ist ja eigentlich in keinem, also zumindest mir jetzt nicht bekannt, in keinem Land so schlimm wie jetzt in Deutschland. Und, also okay, USA ist auch noch ganz schön extrem. Aber ich glaube, also gerade da so in den ländlichen Bereichen auch nicht. Also eigentlich ist es ja nur Deutschland, was so extrem reguliert ist. ja. Ja, und dabei ist es hier auch nicht lange her. Ne? Also auch meine Oma hatte in den 50er Jahren noch eigene Hühner und einen eigenen Garten. Und wenn man sich Filmaufnahmen anschaut von Deutschland nach dem Krieg, auch in Hamburg, in Berlin, in den großen Städten, auch da haben sich die Leute Hühner gehalten. Das war bis vor 40 Jahren, 50 Jahren war das noch gang und gäbe. Ja. Ne? Also das sind alles Fertigkeiten, die wir verloren haben. Und es ist etwas, erstmal bekomme ich dadurch einen Zugang zu hochwertiger Nahrung, zu Nahrung, die ich nachvollziehen kann in ihrer Geschichte. Und zweitens mal mache ich mich unabhängig. Ja? Ich mache ich verliere diese Abhängigkeit von Geld, von Einkommen, vom Arbeitsmarkt und dergleichen, je mehr ich eben selber herstellen kann. Ja, aber da kommt ja schon das nächste Problem. Ne? Das heißt, das bedeutet ja, sein Leben selber in die Hand zu nehmen. Und das ist ja das Gleiche, ob du nun jetzt in diese Richtung gehst oder in Richtung deiner Gesundheit. Auch dort kannst du dein Leben selber in der Hand nehmen, anstatt jetzt zum Arzt zu gehen, ne? Und erstmal selber gucken, was ist es, oder auf sich hören mal, was sagt mir mein Körper denn? Genau. Und das ist ja nichts anderes. Und das ist aber das, woran es hapert. Ganz genau. Ne? Sein Leben selber in die Hand zu nehmen. Also wie oft führe ich diese Gespräche? Ja. Ne? Wo ich dann den Leuten wirklich dann auch sage, ja, aber dann müsst ihr das machen, dann müsst ihr das machen, dann müsst ihr das machen. Macht doch mal selber was. Ne? Und dann immer nur, wie denn? Ja. So, ne? Ja, genau, wirklich diesen Schritt in die, ne, also das ist ja so schön dahergesagt, in die Eigenverantwortung zu gehen, ne? Aber auch sich wirklich klar sein, was es bedeutet. Und was... Mit allen Konsequenzen. Mit allen Konsequenzen. Ne? Mit allen Vorteilen und Nachteilen in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Also raus aus dieser Komfortzone, aus diesen generischen Angeboten, die so angenommen werden. Ja, ich lebe irgendwo in einem Mehrfamilienhaus und mache irgendeinen Job 40 Stunden die Woche und von dem Geld kann ich dann in den Supermarkt gehen und dann kann ich vielleicht noch 1-2 Mal in Urlaub fahren im Jahr. So, ne? Der natürlich auch schön betreut ist, der Urlaub. Dann, ne? Ein Cluburlaub, wo ich dann nur im Hotel bin. Ich kannte auch schon Leute, die fliegen nach Mallorca und jedes Jahr und verlassen das Hotel gar nicht. Ja, gibt's. Dabei ist es ja gar nicht, also das geht gar nicht darum, dass man diese Angebote der Gesellschaft gar nicht mehr nutzen soll. Die kann man ja durchaus nutzen, sofern die einem dienen. Aber diese Abhängigkeit davon, wir sind ja an einem Punkt, wo die allermeisten überhaupt gar nicht mehr überlebensfähig sind ohne diesen ganzen Angeboten. Also wenn aus dem Supermarkt jetzt mal nichts mehr kommen würde, wenn es einen Versorgungsengpass gäbe oder dergleichen, oder der Arbeitsmarkt erodiert, ja, du hast wieder eine neue Massenarbeitslosigkeit, zeichnet sich ja gerade wieder ab, ne? Dann wüssten die meisten erstmal gar nicht, dass sie überhaupt überleben könnten. Also die Perspektive ist ja gar nicht mal da. Ne? Ja. Und was sie dann zu tun haben. Also die meisten werden dann sicherlich erstmal dastehen, so in einer Schockstarre, ja, wie so ein kleines Rehkitz, und gar nicht mehr wissen, wo soll ich jetzt hin? Was soll ich machen? Ne? Genau. Wie funktioniert das überhaupt? Und ich kann nur jedem echt raten, sich da mal richtig Gedanken drüber zu machen und einfach auch mal darüber nachzudenken, was will ich überhaupt? Ne? Was will ich, was erwarte ich denn von meinem Leben? Ne? Will ich 50, 60 Jahre arbeiten und dann einfach nichts machen? Oder erwarte ich vielleicht noch ein bisschen mehr von meinem Leben? Ne? Genau. Na, das ist die Grundsatzfrage, die sich da stellt. Das ist eine Grundsatzfrage. Und das ist ja das, wo ich mit Somedik da auch ein bisschen Veränderung reinbringen möchte, dass ich dann sage, okay, ob nun jung, ob alt, also gerade auch, vor allem auch die alten Leute, die dann dazukommen können, ja, die von zu Hause weg
rauskommen, mit anderen Menschen zusammenkommen, mit jungen Menschen zusammenkommen. Jeder weiß, wenn Ältere mit jüngeren Menschen zusammen sind, dass die Älteren dann einfach auch wieder jünger werden und wieder mehr Mobilität bekommen und wieder mehr Flexibilität bekommen und auch wieder andere Denkmuster bekommen. Und genauso ist es ja mit der Jugend auch oder mit den Jüngeren oder auch mit Kindern. Ja, die können einfach unglaublich viel von den Älteren lernen. So, und was für eine tolle Möglichkeit ist das? Ganz genau, ganz genau. Das ist ja auch das natürliche Lernen, ne? So wie nicht umsonst gibt es sonst überall diese Mehrfamilien- oder Mehrgenerationenhäuser. Ich meine, in anderen Ländern ist es gang und gäbe. Ja. Und für unsere Vorfahren war das völlig normal, mit mehreren Generationen auf einem Bauernhof zu leben, dann vielleicht auch in einem kleinen Dorf. Und die Jüngeren lernen von den Älteren, die Jüngeren unterstützen wiederum die Älteren. Und jeder ist auch füreinander irgendwo da. Genau, ne? Also wie gesagt, ich mache mir da gar keine Gedanken. Also ich habe Erzieherinnen schon, die mitmachen wollen bei dem Projekt, die gleich gesagt haben, ja, ich kümmere mich um die Kinder. Also von daher, da ist dann natürlich auch schon die Planung schon weiter. Wir brauchen allerdings noch den Resthof. So. Das ist es. Ansonsten die andere Planung ist alles schon fertig. Und was für eine tolle Möglichkeit haben da doch die Kinder dann auch. Ne? Und vor allem ja auch von jedem Alter. Ne? Ganz genau, das ist es. Ne? Dieses Kinder verschiedenen Alters, wir sehen ja in der Schule, da wird ja so eine Ghettoisierung erzeugt, da werden ja nur Gleichaltrige zusammengetan. Ja. Und schon hast du so Parallelgesellschaften, wo eigentlich nur so Resonanzkammern entstehen. Ja, aber wie sollen denn die älteren Kinder Rücksicht lernen, auf Jüngere Rücksicht lernen oder auch auf Ältere Rücksicht lernen, wenn die immer nur mit Gleichaltrigen zusammen sind? Genauso mit den Jüngeren. Wie sollen die denn lernen, Rücksicht zu nehmen oder dass manche Dinge einfach tabu sind, was ja meistens zu Hause schon gar nicht mehr der Fall ist. Ja, Tabus gibt es ja schon fast gar nicht mehr. So, und was gibt es Schöneres, als denn voneinander, miteinander zu lernen? Das ist es. Ne? Und das ist auch der natürliche Weg. Das ist der natürliche Weg. Das ist auf dem Bauernhof früher, wie das unsere Vorfahren gemacht haben. Da haben die jüngeren Kinder halt von den Älteren gelernt. Oder nimm dir die Naturstämme, Naturvölker. Also da ist es ja überall gang und gäbe, dass wenn Kinder geboren werden, dass die dann halt im Dorf quasi groß werden, also im Dorf, also mit allen zusammen sozusagen. Ne? Und jeder achtet drauf und jeder hat auch irgendwo ein bisschen was zu sagen. Nicht so wie heute hier, ich sag jetzt mal, wenn ein Kind irgendwie Dummfug macht und die Erwachsenen einfach nur daneben stehen und nachgucken oder zugucken, und keiner traut sich irgendwas zu sagen. Ne? Also wo ich mal denke so, okay, würde ich jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen anders regeln. Ja. Also früher hieß es ja auch immer, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und genau das ist genau das. Die Kinder brauchen Grenzen und Kinder brauchen aber auch Möglichkeiten, sich zu entfalten. Genau, aber das kannst du ja auch nur, wenn du mehrere Ideen von verschiedenen Personen bekommst. Also je mehr Menschen natürlich mit dir im Umgang sind, umso mehr denkst du natürlich auch über die verschiedenen Ansätze nach. Genau. Und kannst deine Persönlichkeit, deine Persönlichkeit auch entfalten. Ne? Genau so ist es. Ne? Und vor allem in einem natürlichen Raum, das ist ja das Entscheidende. Kinder in der Stadt haben nicht viele Bewegungsmöglichkeiten. Und die monotone Bewegung auf irgendwelchen Beton- und Asphaltböden fordern eben unsere Muskulatur, unsere ganze Motorik überhaupt gar nicht angemessen heraus. Und dabei ist es gerade in den ersten Lebensjahren ja wichtig, diese Motorik zu entwickeln, auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist gefährlich, was ist ungefährlich, hoch, tief, schnell, langsam und so weiter. Ne? Und das wenn ich dieses hast du aber heute fast gar nicht mehr. Genau, Das ist fast nicht mehr gegeben. Also meine Schwester ist ja Erzieherin und wir sprechen da oft drüber. Und das ist dann auch immer so, wenn sie erzählt, oder auch wenn wir andere Leute beobachten oder Kinder beobachten oder wenn sie von ihrer Arbeit erzählt oder ich so ein bisschen erzähle, das ist dann auch kommt immer wieder auf das Gleiche aus. Das heißt, dass die Kinder heute gar keine Balance mehr haben. Die können nicht mehr balancieren. Die können keinen Ball mehr fangen. Die können nicht mehr werfen. Die können nicht hüpfen, springen. Genau. Das, was wir früher als Kinderspiele gemacht haben nachmittags. Wir haben uns früher ja mal getroffen, kennst du wahrscheinlich auch noch, ne? An die Türen geklingelt, die Leute zusammengetrommelt und gesagt haben, so, lass uns spielen. Und dann wurde keine Ahnung, Verstecken gespielt, Kriegen gespielt, was auch immer. Hier dieses Bockspringen und all so ein Kram. Da habe ich immer versagt, aber das ist ja egal. Aber also das haben wir ja früher alles gemacht, auch balanciert und so weiter und so weiter. Ne? Spielerisch halt. Ja, die ganzen Sachen. Genau. So, und also das fällt uns immer mehr auf, dass die Kinder das teilweise gar nicht mehr können. Ja, ganz genau. Na? Also wir hatten
Mein Neffe und meine Nichte, die waren letztes Jahr in so einem Zirkus, ja, in so einem Kinderzirkus und haben dann so eine Vorstellung gegeben, war auch super schön, ja. Aber auch da ist mir aufgefallen, dass viele dieser Kinder, die da mitgemacht haben, die hatten kein Gefühl für Balance, kein Gefühl für nix. Wo ich immer gedacht habe, du meine Güte, wie erschreckend. Die einfachsten Sachen, ne? Ja. Ja, wenn man bedenkt, Kinder wachsen heutzutage vor Bildschirmen auf im Prinzip. Ne, das geht ja immer früher los. Ich meine, gut, ich hatte auch relativ früh einen eigenen Computer, aber das war in den 90er Jahren, da war ein Computer noch schwer zu bedienen. Ja, also das war noch aufwendig. Das habe ich mir selber beigebracht ich damals. Sagen, das war noch ein bisschen aufwendiger, das kenne ich auch noch. Aber dieses Aufwachsen vor Bildschirmen heutzutage, ne, mit dem Smartphone hier, diese Wischbewegungen, die können sie alle. Ne, aber da gibt es ja mittlerweile schon Kinder, die können nicht mal mehr einen Halmerstein greifen und den verschieben. Genau, ne? Das. Die wissen aber auch nicht mal, was Halmer ist. Also ja, das kennen sie gar nicht mehr. Ne? Ja. Kommt noch dazu. Ja. Und dann überlege mal, ne, diese unnatürlichen Sinnesreize, die ich bekomme durch irgendein Display, ja, und auch durch den Ton, der irgendwo rauskommt aus irgendwelchen Lautsprechern oder irgendwelchen Kopfhörern. Das ist ja ein ganz kleiner Bruchteil der Bandbreite an Dynamik, an Vielfalt, an Farbvielfalt, an Intensität, an stark, schwach, ja, kleiner, geringer Lichtreiz, hohe Lautstärke, geringe Lautstärke und so weiter. Ja. Es ist ja ein kleiner Bruchteil von dem, was in der Natur eigentlich auf meine Sinne einprasseln würde. Ja, und soweit ich weiß, ja auch in einer Tonfrequenz, die für unsere Ohren eigentlich überhaupt gar nicht sinnig sind. Ganz genau. Also das, was wir gar nicht richtig verarbeiten können. Und ich weiß nicht, also bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, wenn ich lange Musik höre oder lange Radio oder irgend sowas, ich kriege nach der Zeit Ohrenschmerzen. Ich kann das nicht. Ich kann das nur über einen gewissen Zeitraum und dann muss ich das alles ausmachen, weil ich diese Frequenzen überhaupt gar nicht mehr, ich kann das nicht. Also ich kann dir gar nicht genau sagen, was da passiert, aber ich weiß nicht, vielleicht kennst du das. Das kenne ich, das können wir jetzt vielleicht an der Stelle nicht vertiefen, das ging jetzt zu weit. Aber das ist durchaus ein Thema für einen längeren Vortrag. Ne? Also, ne? Der nächste schon gebucht. Ja. Also es ist in der Tat so, ne, dass das, was wir so präsentiert bekommen, ne, als also in den ganzen Medien, dass diese Produktion, also von Bild und Ton, gerade von Ton, dass es komplett unnatürlich ist. Ja, ne? genau. Also vor allem dadurch, dass erstmal alles irgendwie laut gemacht wird, gleich laut gemacht wird. Und solche Sinnesreize gibt es in der Natur nicht. Ja? In der Natur sind Dinge laut. Wenn sie laut sind, dann ist es ein punktuelles Ereignis, was mich bedroht. So, und jetzt ist die ganze Zeit was laut. Das heißt, ich bin die ganze Zeit in einem Modus, in dem ich irgendeine Bedrohung wahrnehme. Zumindest unbewusst, zumindest organisch. Ja? Und das setzt mich die ganze Zeit unter Stress. Ja? Und gleichermaßen verlerne ich dadurch, feine Sinnesreize wahrzunehmen. Ja? Jetzt vor allem in Bezug aufs Gehör, aber beim Visuellen ist es eben genauso. Das Gehör ist ja eigentlich noch wichtiger. Wir sind von Natur aus eigentlich mehr Hörtiere, viel mehr aufs Gehör fokussiert als auf das Sehen. Ne? Und umso wichtiger ist es eben, dass wir unseren Kindern wieder die Möglichkeit geben, ihre Sinne voll zu entfalten. Ja. Und auch dann ein Selbstvertrauen zu entwickeln. Auch zu merken, ich kann mich im schwierigen Gelände bewegen, ich kann auf den Baum steigen, ich kann auch von einem Baum fallen. Ja? Wenn es nicht so hoch ist, passiert mir da gar nicht so viel. Ne? Genau. Oder dann gehören ja auch jetzt kleine Fertigkeiten dazu, wie Schnitzen zum Beispiel. Ne? Dinge herstellen, kleine Dinge herstellen. Genau. Ne? Also ich weiß, wir haben früher immer irgendwie was gebastelt, gemacht, geturnt und also ja, eigentlich permanent. Genau. Dass ich merke, ich kann Dinge selber machen. Ja, ich kann mit meinen eigenen Händen irgendwas erschaffen. Ja. Und dieses Selbstvertrauen, das daraus erwächst, das fehlt heutzutage vielen. Und man könnte sagen, es fehlt eigentlich den allermeisten, bis auf wenige Ausnahmen. Ja gut, aber es ist halt ja auch so eine Spirale. Ne? Das heißt also, ich sage jetzt mal, die Häuser werden immer kleiner. Ja. Dementsprechend fehlt es auch an Werkstätten zu Hause, was ja früher nun mal auch immer gang und gäbe war. Die meisten haben dann gar kein Werkzeug mehr. Ja. Dementsprechend, also das heißt, die Eltern sind permanent, also sind eigentlich nur noch am Arbeiten, teilweise ja auch nicht mehr in einem handwerklichen Beruf. Genau. Im schlimmsten Fall, ich sage jetzt mal im schlimmsten Fall Akademiker, das soll jetzt nicht böse klingen. Ne? Das geht jetzt einfach nur darum, dass Akademiker selten Handwerker sind. Genau, so, genau. Ne? Nur das wird, also nicht, dass das jetzt hier falsch verstanden wird. Ja. So, und das heißt, Akademiker sind selten Handwerker. Das heißt, und wenn die natürlich Kinder haben, lernen die natürlich auch nicht mit Hammer und was auch immer umzugehen. So, ne? Ja. Und so geht der Kreislauf natürlich weiter. Ganz genau. Kleine Häuser heißt dann auch kleine Gärten, das heißt also auch nicht zum Anbauen. Und so kommen wir natürlich von einem zum nächsten. Immer weiter, ne? Keine Bewegungsmöglichkeiten, genau was du sagtest, Akademikerfamilien. Und wie sollen dann die Kinder bitte lernen, daraus irgendwas zu machen? Genau. Wie?
Ja. Ne? Also ich denke, wir jetzt gerade oder unsere Generation gerade, das hast du ja wahrscheinlich auch, waren entweder die Eltern oder aber die Großeltern in einem handwerklichen Betrieb. Oder Genau. handwerklich tätig, Ja. so, von dem man dann was gelernt hat. Genau. Also ich habe zum Beispiel alles von meinem Vater gelernt. Ne? Also ich Genau. weiß, wie man ein Waschbecken wechselt. Ich weiß, wie man Ja. Siphons auswechselt. Ja. Ne? Also Ja. ich weiß, wie man Schränke anbaut und Ja. so weiter und so weiter. Ja. Ja, aber das habe ich von meinem Vater gelernt. Ganz Ne? genau, ne? Ich habe das auch. Ich habe das von meinem Opa gelernt. Ne? Siehste. Ja, der konnte auch alles selbst und das habe ich von ihm übernommen. Ja, ne? ja. Ja. So, aber wenn man halt so eine Person nicht mehr hat, das heißt, also es kommen ja auch viele zum Beispiel zusammen, die dann alleine sind, ohne große Familie, das heißt ohne Eltern, Großeltern oder sonst Genau. irgendwas, kenne ich ganz viele, die dann einfach alleine sind. Ja, da hast du es nicht mehr. Ja. Und wie willst du das denn weitergeben? Kannst du nicht. Das ist es eben, ne? Da sind die Möglichkeiten nicht mehr da, Ja. das zu erlernen. Und gleichermaßen, genau was du sagtest mit Akademikereltern, nein, wir wollen nicht alle Akademiker über einen Kamm scheren. Ja? Ich bin ja auch von Haus aus Akademiker. Ja? Ich habe lang genug an Unis verbracht, viel zu lang. Brauchen wir ja auch, ne? Ja. Brauchen wir auch. Aber sieh mal, wir haben ja jetzt die Generation Bachelor und heutzutage muss ja jeder studieren. Ne? Ja, aber davon und, können wir uns nicht ernähren. Ganz genau, so vom Studieren, ja, und von irgendwelchen Bürojobs, die ja heutzutage dann auch noch alle in einem Homeoffice gemacht werden Genau. sollen, ja. Davon Davon entsteht können wir- kein Haus und davon entsteht nichts zu Richtig. essen, kommt nichts zu essen auf den Richtig, Tisch. Es ist ja alles verdreht in der Gesellschaft. Ja. Ne? In der Gesellschaft sind eben gerade die Berufe am höchsten angesehen, die am wenigsten wirklich zum Produktiv sind. Überleben ne, beitragen. Ja. Und jetzt koppeln natürlich Kinder dann auch schon, aha, ja, der Papa ist eben Akademiker und der ist dann der große Manager oder dergleichen. Ja, das ist angesehen, das ist gut, sowas ist ein guter Beruf und sowas, was man irgendwie mit den Händen macht, das ist ein schlechter Beruf. Das ging ja bei uns in der Schule auch schon los. Auf dem Gymnasium wurde uns auch schon gesagt, so ja, so ein Handwerk, das ist so für dumme Leute. Das machen die Dummen. Aber Genau, ihr wollt ja brauchst du irgendwie nur mal. Ne? Hauptschule, kann Ja, jeder ja, machen. genau sowas. Ne? Ja. Dabei, also wie viel Intelligenz und Sinnstiftung im Handwerk auch wirklich drinsteckt. Ja? Das widerspricht sich ja auch nicht. Du kannst ein Handwerk lernen und trotzdem noch an die Uni gehen. Klar. Ja? Du kannst auch erst an die Uni gehen und dann Handwerk lernen. Ich würde den umgekehrten Weg vorher so empfehlen. Also ich würde ne? dann gar nicht an die Uni gehen, abgesehen davon, aber An sich wirst du dann vielleicht auch das Interesse an der Uni verlieren. Ne? Und wenn man sich das anschaut, also auch traditionelles Handwerk, also wie großartig die Bauten unserer Vorfahren sind, ja? Was die geleistet haben, technologisch, was heute keiner mehr kann. Ja? Also vieles kann ja niemand mehr nachbauen. ja. Ja, also die alten Fachwerkhäuser in Norddeutschland zum Beispiel, da gibt es ja kaum jemanden, der mehr wirklich so bauen kann. Ja, also man muss ja bedenken, dass diese Häuser, die haben ja lange Zeiträume überstanden. Ja? Die sind ja nicht zusammengekracht oder verschimmelt oder dergleichen. Ja. Und es ist genau das, was du meinst. Ne? Dieses Wissen ist leider im Begriff verloren zu gehen. Ja, wenn und wir das es nicht ist einfach sehr wiederbeleben. schade und das muss Ne? einfach bewahrt werden. Ne? Ganz Und genau, das ist halt ganz ein genau. Punkt, warum ich gesagt habe, so zu dem Projekt Berg, also Bewegung, Ernährung, Regeneration und Geist, gehört das dazu. Ne? Ganz Das genau. heißt also eigenverantwortlich leben, eigenverantwortlich anbauen, eigenverantwortlich Dinge herstellen und die Menschen auch wieder in die Eigenverantwortlichkeit zu bringen. So. Und das ist das, was ich mir wünsche. Ja, das nennst du Berg. Also Bewegung, Ernährung. Regeneration und Geist. Genau, das ist mein Projekt Berg. Mhm. Mhm. Genau, wo dann aber auch alles andere dazu kommt, wo dann halt natürlich auch die medizinischen Behandlungen dazu kommen. Ne? Also ja, Bewegung, Ernährung, Regeneration. Also eigentlich alles umfassend. Genau, ne? Es ist ein ganzheitliches Denken, das ist ein ganzheitlicher Ansatz. Genau, richtig. Ja, faszinierend. Also wie gesagt, da überschneiden wir uns ja zu einem sehr hohen Grad, was das angeht. Genau. Genau, das ist der einzige Ausweg auch aus der ganzen scheinbaren Aussichtslosigkeit, die uns in der Gesellschaft entgegenschlägt. Ja, wo soll es denn hingehen? Ja, sollen wir jetzt alle in irgendwelchen Großstädten, in irgendwelchen Kleinstwohnungen wohnen und 60 Stunden die Woche in einem Homeoffice sitzen? Und ist das ein erfülltes Leben? Ja, wenn du dich mal umguckst, ja. also ich habe mit vielen Menschen gesprochen und das Projekt mal angesprochen und die sind alle hellauf begeistert und also es zeichnet sich schon dahin, dass die Leute das wollen. Also die wollen wieder in diese Richtung gehen, ja, aber keiner weiß wie. Die wissen nicht wie, genau. So, ne? Also jeder möchte irgendwie wieder in diese Richtung, weil keiner sagt sich, ja, das ist jetzt toll, wie es gerade hinläuft oder wo wir gerade hingehen. Ne? Alle wollen das wieder, aber keiner weiß, wie kommen wir da jetzt hin. Ganz genau. Ganz genau. Ne? Welche Schritte müsste man gehen? Welche Schritte müsste man gehen, genau. Ne? Aber so einen kurzen Zeitraum könnte man sagen, 70 Jahre, ja, vor 70 Jahren war ja insgesamt, also da war ein größerer Teil der Bevölkerung noch eigenständiger im ganzen Lebenswandel. Ja, aber es hat sich alles geändert in 70 Jahren. Ne? Also die Zeit ist ja so verpufft. Ja. Und ne, wie gesagt, wie wir vorhin ja schon gesagt hatten, ne, die Häuser sind kleiner geworden, die Gärten sind kleiner geworden, teilweise noch nicht mal mit Gärten. Genau. Ja, Balkone gibt es dann teilweise auch schon nicht mehr. Also
wo sollen die Leute denn auch nur irgendwas ansatzweise in diese Richtung bewegen können? Genau. Das funktioniert nicht. Also nicht so, nicht mit dieser Lebensweise. Mhm. Ja, auch hier ist es wieder eine Frage der Vorstellungskraft, die wir verloren haben. Ne? Das Beispiel, das ich eben nannte, dass sich die meisten gar nicht mehr vorstellen können, dass man Bier zu Hause mit Hausmitteln selber brauen kann. Ja? Die Vorstellungskraft, was möglich ist. Die allermeisten können sich ja auch nicht mal mehr vorstellen, dass es überhaupt möglich ist, sich selber zu versorgen oder sich zumindest weitgehend selber zu versorgen. Ja? Oder dann wird so in Extreme gegangen. Ja? Wie du willst als Einsiedler auf dem Berg leben und das ist auch nur, da kannst du den ganzen Tag nur Bären jagen und was. Und du hast ja gar kein Leben mehr. Ja, aber es gibt ja zum Glück auch noch was zwischen Schwarz und Weiß. Eben, genau. Ne? Ja, eben. Das ist es halt, ne? Und es widerspricht sich ja auch nicht. Du kannst ja trotzdem in der Gesellschaft dann noch einen Job machen oder ein Geschäft führen oder was auch immer. Natürlich. Aber die Unabhängigkeit, die ich dadurch gewinne, dass ich mir aneigne, wie ich mich selber versorgen kann und wie ich mein Leben insgesamt selber in die Hand nehmen kann, davon werde ich in der Gesellschaft auch profitieren. Ja, ich werde es leichter haben, meine Bedürfnisse befriedigt zu bekommen, mich durchzusetzen und meine Interessen umzusetzen. Ja, wenn ich mich nicht mehr abhängig fühle, wenn ich mehr kann mich im Prinzip auch selber versorgen. Du veränderst dich ja so sehr, du hast einfach ja auch andere Interessen und du wirst einfach auch ganz anders und du hast einfach gar nicht mehr die Muße, dem System hinterher zu laufen und zu sagen, ich brauche das jetzt und ich will das jetzt und gibt's gar, also man verändert sich ja komplett. Ganz genau, ne? Diese Konsumwünsche, ne? Diese vermeintlichen, die ja gar keine Wünsche sind, ja, die eigentlich nur, wo wir auf Marketing anspringen, oder Füllen von Lücken, ne? Genau, ne? Füllen von Lücken, Füllen von Unzufriedenheit, uns davon ablenken, die innere Leere zustopfen, mit minderwertigen Nahrungsmitteln, aber auch geistigen minderwertigen Nahrungsmitteln oder irgendwelchen Produkten, die man da jetzt kaufen soll oder was. Ne? Ja, wie viele kennen das? Frustkauf. Frustkauf, ganz genau. Ne? Ja. Ich fühle mich gerade nicht wohl, also kaufe ich mir irgendwas Tolles für mich selber und dann fühle ich mich wieder wohl. Genau. Ja, dass dieses Phänomen leider immer nur ein paar Minuten anhält, ist ja leider der nächste Punkt. Ne? Aber wenn man sich sein eigenes Gemüse angebaut hat und geerntet hat und dann da sitzt mit so einem Riesenkorb voller Ernte und denkt so, wow, wie toll ist das denn? Genau. Dieses Glücksgefühl, das hält. Genau. Das kann nicht aufgewogen werden durch irgendwelche Konsumfrustkäufe. Das ist es. Ja. Ne? Auch dieses Gefühl, genau, ich habe das selber geerntet, ich habe das selber angebaut und es schmeckt dann auch ganz anders. Oder selber gemacht. Ne? Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich Duschgele selber mache, Seifen selber mache und vieles andere ja auch, Badesalze und so weiter. Und das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Oder auch das Brot. Ganz genau. Brötchen selber machen und solche Sachen, das ist einfach ein anderes Gefühl. Ein ganz anderes Lebensgefühl, das ist eine ganz andere Lebensfreude. Ne? Und es reicht schon, wenn ich mit selbstgeschlagenem Holz heize. Ja, das habe ich selber aus meinem eigenen Forstgrundstück geschlagen. Zum Beispiel. Das fühlt sich schon ganz anders an. Ja. Und das ist ein ganz anderes Wohlbefinden. Darf man das überhaupt? Da geht es schon wieder los, ne? Die ganzen Regularien. Ja. Also natürlich nur, wenn man ein eigenes Forstgrundstück hat. Ne? Also und dann muss es ja mindestens 3 Jahre schon gelegen haben. Also die Regulationen sind ja sehr stark in Deutschland. Du darfst ja nicht einfach in den Wald gehen und das verbrennen. Nein. Ja, ist auch schon schwierig, wo wir gerade sagten, Schnitzen. Ne? Also soweit ich weiß, ist es in Schleswig-Holstein so. Ach, darfst du auch nicht mehr? Du darfst kein Totholz aus dem Wald mitnehmen, wegen Wiederaufforstungsprogramm. Nein, echt? Ja. Ach. Also gar nicht mal, es geht gar nicht um große Mengen, oder es geht schon los, wenn du irgendwie was schnitzt und das mitnimmst, dann hast du Totholz aus dem Wald mitgenommen und das darf man eigentlich schon gar nicht mehr, weil der Wald ja wieder aufgeforstet werden soll. Ach so, okay. Ja. Mit Totholz. Ja. Also so viel dazu. Ne? Und der ewige Teufelskreis, der will dann halt nicht enden. Ne? Also Frustkäufe, dann wieder mehr Abhängigkeit, weil du glaubst, mehr Geld zu brauchen und so weiter. Ja, und andersrum werden die Verbote immer größer. Ne? Also das kommt ja auch noch dazu. Genau, ja. Also was wir alles schon nicht mehr dürfen. Ja, das ist immer, ne? Also die Freiheit, die uns versprochen wurde, die wird immer kleiner. Ne? Und wenn man das schon mit vor 30 Jahren abgleicht, was wir als Kinder noch alles durften, was man so alles fällt machen aber konnte, ja auch nicht auf, weil wir ja so viel arbeiten. Ja, sind ja alle ständig beschäftigt. Wer den ganzen Tag arbeitet, der hat keine Zeit darüber nachzudenken, dass so viel verboten wird. Oder merkt es natürlich auch nicht, dass so viel verboten wird. Ja, vor allem, wenn es langsam passiert, ne? Über einen dann doch 30 Jahre, relativ großen Zeitraum, immer Schritt für Schritt, dann fällt es dann eben gar nicht auf. Ja? Und wenn eben viel gearbeitet wird und außerhalb der Arbeit die wenige Zeit, die da bleibt, irgendwie noch viel konsumiert wird, auf Bildschirme gestarrt wird, dann wird ganz schnell vergessen, dass man ganz viele Dinge auf einmal gar nicht hat. Man registriert es gar nicht. Ist doch ein schönes Leben, oder? Ja. Und fühlt sich versorgt. Du darfst ja noch im Supermarkt einkaufen gehen. Ne? Und in Urlaub fahren darfst du vielleicht auch noch. Noch.
Noch. Bald dürfen Also wir wir ja hatten nicht jetzt mehr auch schon fliegen. Zeiten, wo wir das auch schon nicht sagen. durften. Ne? Und also ja, dann ist halt eben die Aussicht eigentlich eher bitter. Ne? Also wo soll das hingehen? Ne? Ist das wirklich eine Lebensperspektive, sich 40 Jahre lang oder länger oder mittlerweile ist ja die Aussicht auf Rente dann auch immer kleiner, ja, 40 Jahre oder länger in einem hochspezialisierten Beruf, aber Versicherungskaufmann oder dergleichen, ja, damit will ich niemanden abwerten, ja, aber eben nur diesen hochspezialisierten Beruf, der eben jetzt nur in einem Büro erfolgt, der nicht mit dem Herstellen von irgendwas Substanziellen zu tun hat, was uns ernähren würde, ja, und das sein ganzes Leben nur zu machen. Ja, Ja, es wird dann ist es wirklich schwierig, eine wenn es dann Aussicht, ne? plötzlich doch irgendwie nichts mehr gibt, ne? Ja. Oder sich alles ändert. Also Ja. wir wissen ja nicht, Ja. in welche Richtung sich das jetzt hier weiterentwickelt. Genau. Ne? Und die Angst, die Bedrohung dadurch, die bleibt ja immer da. Also selbst wenn erstmal nichts passiert, aber unbewusst ist eigentlich schwebt dieses Damoklesschwert immer über einen. Ja, was ist denn, wenn die Versorgung einbricht? Ja, was ist denn, wenn es in meinem Beruf, wenn der vielleicht mal nicht so gefragt ist mehr? Ja, und da passiert ja jetzt gerade wieder immer mehr, ja, mit KI und da werden dann irgendwie Arbeitsplätze abgeschafft und was. Na klar, ne? werden die alle abgeschafft. Ja. Ist doch logisch. Ja. Was, Ja. Ne? Wie soll es sonst anders Ja. gehen? Ich meine, deswegen wird das ja erfunden oder deswegen Ja. wird das ja jetzt alles forciert. Ne? Genau. Das ne? machen die ja nicht, damit die KI und der Mensch nebeneinander weiterarbeiten können. Ja, genau. Ne? Das wär ja Blödsinn. Ja, genau. Ne? Also es geht darum, die Menschen aus dem Arbeitsprozess abzuschaffen. So, ne? Und letzten Endes, alles, was aber an der Substanz dran ist, handwerkliche, landwirtschaftliche Fähigkeiten, ja, das wird immer gebraucht. Zumindest für mich selber brauche ich es. Ja, aber vom ne? System her wird es ja auch gerade abgeschafft. Ne? Also von daher müssen wir einfach in die Eigenverantwortung kommen, wo wir Genau, wieder da sind genau. und wieder und wirklich das dann einfach selbst in die Hand nehmen. Ganz genau. Ne? Wir Auch- können uns einfach nicht darauf verlassen, oh, da ist jetzt irgendwie einer, der regelt das schon für uns. Also ich will das nicht. Ganz genau. Ne? Der Verlass darauf, ne, das macht schon irgendwer anders. Das macht dann schon die Regierung. Irgendeiner ne? macht die, das schon. Die genau. tun das irgendwie die kümmern für uns. sich schon um uns. Ja. Die kümmern Ja. sich schon. Dabei sagen die selber, dass sie ja im Katastrophenfall gar nicht also nur für einen ganz kleinen Bruchteil der Bevölkerung irgendwie Sorge tragen könnten. Ja, wie soll es also- auch anders gehen? Ich meine, das muss einem Eben. jedem bewusst sein, ne? Ja. Bei über 80 Millionen, 18 Millionen sind wir, ne? Ja, Oder irgendwie sowas. Ich 86 glaube Millionen. mittlerweile ein bisschen mehr als 80 Millionen. Meinst du, sind das 84 Millionen, 85 oder 84, sowas 85 dergleichen? Ne? Millionen Deutschen. Ich meine, das Ja. ist doch klar, dass da nicht jeder betüdelt werden Ja, kann, ja, ne? wenn da irgendwas sein sollte. Ne? Und umgekehrt, wenn ich eben mich auf den Staat verlasse, dann bin ich auch erpressbar. Ja? Dann muss ich auch gefügsam sein. Ne? Genau. Und, die Kriterien, die dann an mich herangetragen werden, dann eben auch erfüllen. Ne? Und je weniger ich das brauche, umso mehr Handlungsoptionen habe ich, umso mehr Spielraum habe ich, mein Leben zu gestalten. Ne? Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und solche Projekte sind, was unsere Entwicklung als Menschen angeht, von ganz zentraler Bedeutung. Das glaube ich auch. Lass uns doch einmal darauf zurückkommen, weil wir vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Worin siehst du denn die größten Herausforderungen bei der Umsetzung eines solchen Projektes? Ja, wo sind denn gerade die größten Schwierigkeiten vielleicht, die sich da so auftun? Also ja, die erste große Schwierigkeit ist natürlich das Finanzielle, ne? Ganz klar. Ja, Also so ein Resthof, also erstmal brauchen wir einen Resthof, Ja. der natürlich jetzt nicht ganz so weit weg ist, also jetzt ganz im Süden von Deutschland oder so wäre es jetzt nicht gerade sinnig, jetzt so der halt hier irgendwo im Norden wäre, also es wäre schon schön, wenn das hier irgendwo im Norden wäre, so, und das ist schon mal die erste Schwierigkeit, und dann muss das Ganze irgendwie finanziert werden oder ne, wir brauchen ja unglaublich viel Geld für dieses Projekt, ne? Allein schon, wenn man so einen Resthof hat, in der Regel ist es so, dass die sanierungsbedürftig sind, das heißt, das muss alles erstmal saniert werden, ne? Dann brauchten wir eine vernünftige Küche, dann müssen vernünftige Trainingsräume rein, dann vielleicht 2 oder 3 Apartments, die man dann auch vermieten kann, wo dann vielleicht Mitglieder auch sich einmieten können. Dann müssen natürlich die Gärten gemacht werden, alles was ich sag das mal, zum Anbau ist. Das heißt, du brauchst Samen, du brauchst Saatgut, du brauchst Pflanzen und so weiter und so weiter. Das ist ja ein riesen Projekt. Also da werden wir mit Sicherheit 2 bis 3 Millionen brauchen, um das überhaupt wuppen zu können. Ja. Ne? Und dann kommt noch dazu, dass ich ja mit Somedic kein Resthof kaufen möchte, sondern eigentlich eher eine Kooperation mit jemandem eingehen möchte. Also jemand, der dann halt sagt, ja, ich habe hier einen, steht leer und wir machen damit nichts, Sanierung wäre zu teuer oder was auch immer. Es gibt viele von diesen Höfen. Ja. Von daher hoffe ich eigentlich, dass da jemand zuguckt, der dann sagt, hey, ich habe genau das Richtige für euch. Ja. Ihr könnt zu mir kommen. Wo wir dann Genau. sagen, okay, wir sanieren das alles, wir machen das alles fertig und so weiter und so weiter. Und im Gegenzug kriegt er halt, keine Ahnung, von der Ernte, kriegt medizinische Versorgung oder was auch immer. So, ne? Dass man dann einfach so eine Kooperation eingehen kann. Ja. Das wäre eigentlich so mein Wunsch für das Ganze. Ja. So, aber da brauchen wir jetzt erstmal viel Geld für.
meine, gerade sowas, es ist ja gerade solche Grundstücke, die wir suchen, sind ja eher Grundstücke, die eben nicht interessant sind für Massenproduktion, Nein. für industrielle Bewirtschaftung und so weiter. Nein, ne? also wir brauchen jetzt kein Feld irgendwo in der Walachei, was jetzt einfach nur als Feld da steht, um anzubauen. Also daran haben wir kein Interesse. Also Genau, wir wollen da das bringt schon, nicht viel, ja. genau, also wir brauchen schon einen Hof, wo natürlich Felder oder Weiden mit dran sind, die wir dann dementsprechend umfunktionieren können. Also wir wollen natürlich auch mit Tieren arbeiten und so weiter. Also Tiere sollen da auch mit rein. Ne? Also ich denke da natürlich an Hühner für eigene Eier. Ich denke da auch an Schweine, die dann natürlich auch den ganzen Restmüll essen können. Genau. Ne? Das heißt Resteverwertung. Also es soll dann wirklich auch so ein Mehrgenerationshof entstehen, ne? Mit den ganzen gängigen Sachen. So. Und da werden wir eine Menge Geld für brauchen. Ja, sowas ist erstmal teuer und aufwendig zu machen. Ne? Also das in Gang zu bringen. Wenn das dann einmal läuft, dann... Ja, dann, wie gesagt, ich habe das schon komplett fertig in meinem Kopf. Ne? Aber wir müssen halt, wie gesagt, jetzt erstmal den Hof finden. Oder der Hof muss uns finden. Und, und dann brauchen wir halt, wie gesagt, das finanzielle Polster dazu. Oder Leute, die halt sagen, wir finden das toll, wir möchten damit rein und unterstützen das Ganze. Das wäre natürlich optimal. Genau, oder eben auch einen Bauern, der vielleicht einen guten Grundstücksteil übrig hat, den er selber nicht für seine Zwecke so nutzen kann. Ihr könnt das nutzen, ich stelle euch das zur Verfügung oder was auch immer. Ne? Dann braucht man natürlich Gerätschaften. Ne? Das heißt, nur weil wir dann jetzt wieder so ein bisschen zum Ursprung zurückgehen wollen, heißt es ja nicht, dass wir da mit Pferden dann zugange sind. Wobei das tatsächlich auch eine Idee wäre. Ich habe da tatsächlich drüber nachgedacht, weil ich habe über einen Bauern gelesen ich weiß gar nicht, wo er ist, irgendwo hier in Deutschland, der das tatsächlich macht. Der ist wieder auf das Natürliche zurückgegangen mit seinem Pferd und läuft da wirklich über seine Äcker mit seinem Handwagen. Und der sagt von sich selber, also die Arbeit ist einfach ganz anders. Also es geht hier einfach jetzt ja auch nur noch um die Qualität, und nicht darum, so viel wie möglich zu produzieren. Und er sagt, ich höre einfach, also während ich arbeite, höre ich einfach auch meine Umgebung und kann einfach auch die Natur wahrnehmen. Genau. Und er sagt, das gibt mir so viel und er sagt, er ist so befriedigt am Ende des Tages und das kann ich nachvollziehen. Genau. Das kann ich echt nachvollziehen. Na, also gerade sowas, auch mit Handwerkzeug arbeiten, vielleicht mal nicht den Balkenmäher nehmen, sondern mal die Handsense, gibt einem erstmal den Raum, die Natur um sich herum bewusst wahrzunehmen, weil kein Lärm irgendwie einen davon abhält. Ja. Du passt nicht deinen Arbeitsrhythmus an die Maschine an, sondern du arbeitest in deinem Rhythmus. Richtig. Ne? Und genau das ist ja das, was verloren gegangen ist. Es geht ja immer nur noch um höher, schneller, weiter. Ob das für uns als Mensch überhaupt tragbar ist, ganz genau. Danach fragt gar keiner. Ganz genau. Ja, und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir so krank sind. Ja, das ist es halt, ne? Also das ist, ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Aspekt. Und wenn man halt nicht mehr auf die Massenhaltung geht, sondern wenn man wirklich eher für sich und seine Lieben produziert, dann kann man natürlich auch ganz anders mit dem Ganzen umgehen und auch anders damit arbeiten. Ne? Das ist es halt, ne? Da muss ich keine riesen Monokulturflächen anlegen, um irgendwie den Ertrag immer weiter zu steigern, obwohl das ja eigentlich ironisch ist, weil die Erträge gehen ja seit langer Zeit schon immer weiter zurück. Ja, umso mehr, und es wird trotzdem so viel weggeschmissen, ne? Ja. Also das ist ja das Absurde. Also ich verstehe einfach dieses ganze Drumherum, dieses ganze System, das ist mir einfach zuwider, muss ich sagen. Ja, also dann wird so viel produziert, ob es nun Fleisch ist, ob es nun Gemüse ist, ob es nun Obst ist. Es wird produziert und die Leute nehmen es gar nicht ab und es wird weggeschmissen. Mehrere Tonnen pro Tag. Ganz ehrlich, was soll das? Ja, und dann ist es auch noch verboten, dass sich dann obdachlose oder hungrige Leute sich das wegnehmen. Aus dem Container nehmen, ne? Das ist so, wo ich denke so, was? Ja. Also das geht in meinen Kopf nicht rein. Tut mir leid, das geht einfach in meinen Kopf nicht rein. Und es geht auch nicht in meinen Kopf rein, dass die Menschen das mitmachen. Dass nicht da einfach schon mal jemand sagt, stopp, wir nicht mehr. Das ist doch verrückt, wo soll es noch hingehen, ne? Ja. Oder auch die Supermärkte. Es wäre ja eins, dass die dann einfach sagen, okay, wir stellen das in Körbe einfach vor die Tür mit dem Schild, bedient euch. Ja. Oder meinetwegen in den Eingang des Ladens. Ganz genau. Ne? Ich würde es, ganz ehrlich, ich würde es einfach machen. Eben, ne? Also wir sehen, Lösungen gibt es zuhauf. Also es liegt nicht daran, dass es keine Lösungen gäbe und dass es prinzipiell von der Sache her irgendwie alles so laufen müsste. Einfach mal machen. Und vor allem, ganz genau. Und aufhören, uns darauf zu verlassen, dass es irgendwer anders macht. So, ja? Oder dann Schilder hochhalten. Hier, wir demonstrieren, wir wollen, dass es anders ist. Die Regierung macht das anders. Genau. Ja, aufhören, Angst zu haben. Immer mit dieser Angst rumrennen. Oh, aber was ist denn, wenn? Ja, aber was ist denn, wenn? Ja, aber da mache ich mir Gedanken drüber, wenn es soweit ist. Ja. Muss ich doch jetzt nicht mir Gedanken drüber machen. Ja, eben. Ne? So. Und in der Regel passiert ja dann auch gar nichts. Es passiert ja immer nur dann was, wenn ich dann dem Ganzen festhalte und da in Angst
quasi die Erwartung habe, jetzt passiert das und das. Ja. Das kann jeder in seinem Leben abgleichen. Ja, wie viele Ängste hat man denn so? Ja, die haben wir alle, ganz frei sind wir davon nicht. Ne? Ja, aber und wie viel davon tritt tatsächlich ein? Ja, und da wird man sehen, dass das nur ein ganz kleiner Bruchteil ist, wenn überhaupt. Ja. Ne? Also das meiste ist einfach nur irgendwie Kopfkino. Ja. Ne? Mehr nicht. Und das ist das Schlimmste überhaupt. Und tatsächlich, also wenn man wirklich, also richtige substanzielle Sicherheit erfahren will, dann kann man die nur aus sich selbst schöpfen. Ja. Ne? Also aus dem Erlebnis, dass ich selber für mich sorgen kann, dass ich mein Überleben selber bestellen kann. Ja. Das gibt mir echte Sicherheit. Nicht irgendwelche Zusagen von Richtig. außen, irgendwer anders, ein Versicherungsgeber, der sagt, ja komm, ich übernehme das für dich im Schadensfall, oder ein Staat, der sagt, ich kümmere mich um dich. Ja, und dann ist es ja sowieso nicht. Ne? Ich meine, wie viele Fälle gibt es, wo dann ein Versicherungsschaden ist und nachher dann sagt die Versicherung, ach übrigens, nö. Edgy Badge doch nicht, ne? Ja, also ich meine, bei mir wurde, als ich meine Praxis noch hatte, bei mir wurde 3-mal eingebrochen und ganz ehrlich, die Versicherung hat einen Bruchteil überhaupt übernommen. Ja. Also wirklich nur einen Bruchteil übernommen. Ja. Und ich habe die letzten Jahre quasi nur dafür gearbeitet, dass ich quasi dem Einbrecher alles gegeben habe. Hast du den auch so quersubventioniert? Ne? Ja, es war ein bisschen frustrierend. Ja, war witzig. Und dann überlegst du hast ja vorher auch die Versicherung noch bezahlt. Ne? Und, das kommt ja noch dazu. Und da gar nicht mal wenig. Ich meine, jeder Ja. weiß, dass jeder, der selbstständig ist, weiß, dass so eine Geschäftsinhaltsversicherung echt ein Schweinegeld kostet. Ja. Also wirklich ein Schweinegeld. So, Ja. und wenn dann da die Sachen noch nicht mal mit drin versichert sind, die dann geklaut wurden, also bei mir wurde medizinisches Gerät geklaut und jeder weiß, medizinische Geräte, die sind teuer. Ja. Weißt du, dann sind das mal eben 25.000 Euro, die weg sind. Nur weil der gedacht hat, das ist eine Ladestation oder sonst irgendwas. Ich meine, das Gerät war nur so groß, Ja. So, also, aber das waren alles so Punkte, ne, die ich da so erfahren habe, wo ich drüber nachgedacht habe und gedacht habe, irgendwie will ich das alles nicht mehr so. Es funktioniert. Die Versprechen werden nicht eingehalten. Du bekommst nicht das, was dir angeboten wurde. Und ich habe einfach wirklich die Nase voll von leeren Versprechungen und von Leuten, die einem was vormachen und von Lügen und von dem Ganzen. Ich habe da einfach die Nase voll. Und deswegen war dann irgendwann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, so, du nimmst das jetzt selbst in die Hand. Genau. Ja? Die Leute wollen das alle, aber keiner macht was, aber du machst jetzt. Ja. So, und das war ja einer der Gründe, warum ich dann ja auch Somedik gegründet habe. Mhm. Also nicht warten wieder, dass es irgendwer im Außen macht oder irgendwie, bitte, liebe Regierung, mach doch, oder es wählen wir eine neue Partei und die soll das dann machen oder was auch immer. Ne? Ja, irgendein goldener Ritter kommt dann auf seinem weißen Pferd und befreit uns alle. Hallo, nee. Ja. wir sind die Ritter, wir müssen selber uns befreien. Ganz genau. Ansonsten funktioniert das nicht. Und da sieht man wieder diesen Teufelskreis. Ne? Wir glauben, irgendwer anders müsste das machen, weil wir von vornherein uns haben so erziehen lassen. Genau, das ist ja das irgendwer Problem. Anders löst die Probleme für dich, und der macht es dann aber nicht. Jetzt kann ich aber nichts dagegen tun und fühle mich noch unsicherer und verlorener. Ja. Und der einzige Weg daraus ist, sich wirklich auf sich selbst zu besinnen. Ja. Und, die erste Zeit ist schwierig, ne? Also das weißt du ja selber wahrscheinlich. Ja. Also die erste Zeit ist sehr, sehr schwierig. Und dann die ganzen Leute, die natürlich dann auch die andere Stimme geben und sagen, wie kannst du nur und was machst du da und wieso und das ist doch alles so schwierig und das ist schwierig. Ja. Braucht man nicht drum herum reden. Ja, das ist schwierig. Also der einfachste Weg ist es nicht. Aber ich laufe lieber über spitzen Steinen, als mir alles diktieren zu lassen. Ja. Das ist es eben, ne? Das ist halt, man könnte sagen, der Preis der Freiheit, aber es ist ja auch langweilig, wenn alles immer vorhersagbar ist und alles wattiert ist. Ja, es ist nicht meins. Dadurch verlieren wir ja den Bezug zu jedem Leben. Zum Leben gehören Hochs und Tiefs. Ja, und da kommen auch mal Situationen, in denen ich nicht weiß, was als nächstes passiert. Ja, aber damit müssen wir ja lernen, umzugehen. Ja. Es bringt ja nichts. Ich weiß nicht, kennst du den Begriff Helikoptereltern? Ja. Oder Rasenmähereltern, genau. Die Eltern, die halt quasi ihren Kindern ja alles vom Weg wegräumen und alles glatt machen. Das funktioniert nicht. Ja. Also das wird nicht funktionieren. Das geht voll in die Hose und das sehen wir ja jetzt schon. Ganz genau. Ne? Ganz genau. Also ich habe so viel Kontakt zu Leuten, die Firmen haben und jeder sagt mir das Gleiche mit, wenn die dann irgendwelche Jugendlichen haben, die dann Probe arbeiten oder auszubilden oder was auch immer. Es gibt schon viele, die sagen, ich nehme keine Auszubildenden mehr, weil das bringt nicht mehr. Ja. Also die Leute, also die Jugendlichen, also die jetzt in dem Alter sind, die dann mit dem Rasenmäher quasi alles freigeräumt bekommen haben, die können nicht eigenständig denken, die können nicht eigenständig handeln, die wissen, die haben
die können damit nicht umgehen, mit dem ganzen Druck und solche Sachen, ja. Die wollen am besten so wenig wie möglich arbeiten, aber so viel wie möglich Geld verdienen, aber am besten aber auch nicht die Hände dreckig machen und so. Und das ist echt ein großes Problem. Ja. Ne? Also wenn man niemals aus schwierigen Situationen aus eigener Kraft rausgekommen ist oder die bewältigt hat. Schaffst du es nicht, auch nicht als Erwachsener. Genau, ne? Dann hast du kein Selbstvertrauen, auf dem du aufbauen kannst. Genau. Und das ist diese sogenannten Helikoptereltern, ja, die wollen ja dann nur das Beste für ihre Kinder, verbauen denen aber damit eigentlich alles. Ja, und das ist halt das, was ich mir wieder wünsche, ne? Dass man dann wirklich, wenn die Menschen dann zu mir kommen, also zu Solmedic kommen, und dass die Kinder dann auch wieder, ja, dass die klettern dürfen, ja, dass die schnitzen dürfen, dass die auch ein bisschen was handwerklich machen können. Also Dinge herstellen, produzieren und so weiter, bauen, ne? Genau, dass die sich wirklich auch ausleben können und dürfen. Ganz genau, können und dürfen, dass die Möglichkeit da ist und dass dann nicht wieder jemand kommt und sagt, oh Gott, nee, das ist zu gefährlich. Nicht, geh nicht so hoch, pass auf hier, pass auf da. Nee, das können die nicht gebrauchen. Eigentlich müssen die wirklich probieren und runterfallen und wieder aufstehen. Ganz genau, ganz genau. Ich meine, so haben wir alle mal laufen gelernt, ja. Wenn wir als Kind gesagt hätten, oh Gott, jetzt habe ich versucht, auf 2 Beinen zu gehen. Das hat nicht geklappt, ich gehe jetzt auf. Ja, bleiben wir alle beim Krabbeln, ne? Krabbeln kann auch gefährlich sein. Ja. Frag mal jeden Besoffenen. Ja, durchaus, auch das. Ja, also ich halte für solche Projekte für ganz entscheidend. Ja. Also es ist meines Erachtens der einzige Weg in ein erfülltes und sinnvolles menschliches Leben. Also alle Vorstellungen, die so kursieren, ja, wir müssten irgendwie im Außen was an der Gesellschaft verändern oder eine andere Partei wählen oder die Regierung anders machen oder sowas. Das wird nicht funktionieren und das hat auch noch nie funktioniert. Ja, weil die Massengesellschaft dafür gar nicht ausgelegt ist. Die Massengesellschaft begründet sich auf Angst vor dem Leben. Deshalb kommen Massen zusammen und versuchen irgendwie das Leben kontrollierbar und beherrschbar zu machen. Ja. Und der einzige Ausweg aus der resultierenden Misere ist, sich wieder radikal auf sich selbst zu besinnen. Also in diesem Sinne halte ich das für enorm wichtig, was du machst. Und wir gehen ja in eine sehr ähnliche Richtung. Genau, du hast das Gleiche ja vor, quasi mit deinem Verein. Ja, also auch wir suchen nach geeigneten Resthöfen, nach geeignetem Land. Ne? Und vielleicht tun wir uns ja auch was zusammen, wenn, wenn es sich passt, da was findet, definitiv. wenn es passt. Ne? Ja, von der Gegebenheit passt, ne? Weil sonst, wie gesagt, die Mitte, was wir beide ja vorhaben, ist ja komplett gleich. Ja. So, ne? Und da kann man wunderbar beide Sachen miteinander vereinen. Ganz genau. Ne? Und, heißt ja auch nicht, dass es nur einen Standpunkt geben muss, ne? Genau, man kann diese Dinge ja auch an mehreren Standorten machen. Richtig, ne? richtig. Ja, genau. Und die dann wieder untereinander vernetzen. Das ist korrekt. Und das wäre ja Weg. schön, ne? Also das wäre dann ja quasi wie mehrere Dörfer, also eigene Dörfer quasi, die dann dann untereinander dann entstehen, ne? Oder miteinander entstehen. Ganz genau, ne? Du hast Dörfer, die für sich genommen eigenständig sind, aber sich dann wieder untereinander vernetzen und je nach Talenten und Befähigung irgendwie etwas miteinander austauschen. So, genau, ne? richtig. Ja. Und das wäre doch toll. Das wäre auf jeden Fall großartig, ne? Also vor allem auch, wer eine Idee hat, wo es geeignetes Land gibt, ja, der immer melden. Immer gerne melden, ne? Immer melden, genau. Ja. Also abgelegen sollte es sein, nach Möglichkeit, irgendwie auch, aber geografisch insgesamt in der Lage, die gut erreichbar ist. Genau. Aber hauptsächlich mit viel mehr Natur, ne? Das sollte schon drumherum sein. Also das wäre schon wichtig. Also eigentlich abgelegen, aber so, dass es trotzdem sozusagen zentral ist. Ne? Also dass es von vielen verschiedenen Orten aus erreicht werden kann. Genau, ne? richtig. Das wäre ein Kriterium, dann möglichst, also wirklich naturnah, nicht attraktiv für industrielle Landwirtschaft, so, ne? Genau. Und in diesem Rahmen sind wir offen für alles Mögliche, ne? Immer melden. Ja. Oder wer das nötige Kleingeld hat. Das wäre vielleicht auch eine ganz interessant. Ganz genau. Ne? Also auch die Finanzierung des Aufbaus, also wie gesagt, sowas ist, also man denkt das auf den ersten Blick gar nicht, ne? Aber sowas zum Laufen zu bekommen, das ist... erstmal... Also erstmal die Gebäude sanieren. Dann, ich wollte gerade sagen, erstmal sanieren, ne? Und das weißt du selber. Ich meine, wenn man ein Dach saniert vom Haus, da sind mal eben locker mal 250.000, 300.000 Euro weg. Und das war vor 5 Jahren. Also ich denke mal, der Preis ist gestiegen. Ja. So, und dementsprechend kommt man damit schon gar nicht mehr hin. Genau. Ne? Ganz genau. Und Geräte, und du brauchst gute Geräte. Und du brauchst gute Geräte. Auf die du dich verlassen kannst, weil dann ist nicht mal eben Baumarkt in der Nähe. Ja? Und du kannst nicht mal eben bei Amazon was Neues bestellen. Ja, auch ein schwereres Gerät. Vorhin sprachen wir schon vom Balkenmäher, so vielleicht irgendwo auf den Berg raufzubekommen oder was ist, das ist relativ aufwendig. Ne? Ja. Und du brauchst gutes, zuverlässiges Gerät, mit dem du arbeiten kannst. Genau. Ne? Und auch eine große Bandbreite. Du brauchst Handwerkzeug, du brauchst
Maschinen, ja. Und natürlich auch eine Menge Menschen, die das mittragen, beziehungsweise genau. die halt auch Lust auf das Ganze mithaben. Ne? Ja. Also das heißt, also jeder, der natürlich sich jetzt angesprochen fühlt und sagt, oh, was für eine geile Idee, ich habe da selber schon ein paar Ideen und der kann gerne Kontakt ja zu uns aufnehmen und seine Ideen mit einfließen lassen. Und wir brauchen ja, du, so wie ich auch, wir brauchen ja Mitglieder auch, ne? Jede Menge Mitglieder noch, die dann einfach sagen, ja, da haben wir Bock drauf und wir möchten da mitmachen. Ganz genau. Ne, mithelfen. Genau. Ja, genau. Und dabei brauchen wir ja unterschiedliche Leute. Das heißt, Leute, die vom Handwerkern Ahnung haben, Leute, die von Bauen Ahnung haben, Leute, die von Gärtnern Ahnung haben. Ne? Also wirklich ja durch die Bank weg. Das ist es, ne? Also eine Bandbreite, es ist eine enorme Bandbreite. Ne? Genau. Du brauchst technisches Wissen, du brauchst landwirtschaftliches Wissen. Du brauchst Wissen im Bereich Maschinentechnik, dann aber auch mit Werkzeug. Ja? Wie gehe ich damit um, wie pflege ich das? Ja? Und dann wär's ja auch, schärfe ich eine Sense wieder zum Beispiel, können die meisten auch nicht mehr. Genau, ich wollte gerade sagen, und dann wäre es ja auch interessant, so die alten Berufe wieder aufleben zu lassen. Ne? Genau. Sattler zum Beispiel, ne? Sattler gibt es ja schon fast gar nicht mehr und solche Sachen. Also dass man dann einfach guckt, okay, wie kriegt man das miteinander noch vereint, wie kriegt man die mit rein und so weiter. Ganz genau. Ne? Also dass man dann wirklich auch die alten Berufe wieder belebt. Wiederbelebt. Ja. Genau, richtig. Dann auch Kurse in dem Bereich anbietet, das ist ja gerade noch unser Schwerpunkt, genau dieses Wissen wieder zu akquirieren und dann auch zu vermitteln. Ne? Genau. Also auch Kurse in den Fertigkeiten anzubieten. Ja? Schuhmacherei ist eines meiner Steckenpferde, ist ja auch ein Beruf, der im Prinzip ausgestorben ist. Und sehr, sehr wichtig, ne? Ja. Ich meine, diese ganzen industriellen hergestellten Schuhe, ganz ehrlich, tut mir leid, aber... Kannst du vergessen, ja. Die Qualität wird immer schlechter. Ja. Also wenn du dir einmal einen guten Schuh herstellst, aus gutem Material, ja, dann hält er ewig. Ja. Wenn ich zu einem Maßschuhmacher gehe, weil ich das vielleicht selber nicht kann, dann zahle ich dafür 500 Euro, 1000 Euro, vielleicht ein bisschen mehr, aber es amortisiert sich. Ja, ich komme langfristig auch kostenmäßig wesentlich günstiger weg, als wenn ich immer wieder diese billigen Schuhe kaufe. Ja. Und ich habe etwas Individuelles, was an mich angepasst ist. Genau. Und wenn man sowas mal selber macht, mal selber Schuhe machen, es macht enorm Freude. Hat sehr schnell Erfolgserlebnis. Als ich damit angefangen habe, war ich ganz verwundert, dass das überhaupt möglich ist. Also ich habe das gemacht, ich habe mir das abgeguckt aus verschiedenen Videos, wie das eben Maßschuhmacher so machen. Da habe ich mir das Werkzeug besorgt und dann einfach losgelegt. Und ich war so erstaunt am Ende. Ich dachte, ich nehme dann diesen Schuh vom Leisten, das ist ein fester Schuh, der dreidimensional ist. Ich habe angefangen mit irgendwelchen Lederlappen und die irgendwie zusammengenäht und zusammengebastelt. Und am Ende ist das wirklich ein Schuh. Ja. Den kann man anziehen und tragen und der hält und der sieht gut aus. Ja, also, ich habe ja jetzt ja auch Verbundschuhe angefangen und so weiter, ne? Also Lederschuhe und war auch ganz begeistert, muss ich sagen. Ja. Also und man braucht nicht so viel Zeit dafür, ne? 2 Stunden und man hat die Schuhe fertig. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei deinen ist, aber jetzt bei den Lederpuschen, da braucht man circa 2 Stunden und war total begeistert hinterher, ne? Und die trage ich total gerne. Also ja. Auf jeden Fall. Ne? Also genau, diese ganzen Fähigkeiten wiederzubeleben und wieder zu vermitteln. Ja. Ne? Das ist, und dann auch weitere Fragen stellen. Also das ist eher noch unser Schwerpunkt. Ja, wie können wir auch uns von Energieanbietern aus der Gesellschaft unabhängig machen? Ne? Wie können wir selber unseren eigenen Strom erzeugen? Genau. Ja? Auf eine vernünftige Art und Weise, auf bodenständige Art und Weise, die auch funktioniert und zuverlässig ist. Wie können wir unser Gas selber herstellen und so weiter? Ja, das sind alles Fragen, die sich da stellen. Richtig. Und es zeigt sich da ganz schnell, es gibt ganz einfache Möglichkeiten. Ja, das geht gar nicht um irgendwas Kompliziertes, um irgendeine abgefahrene Geheimforschung oder dergleichen, sondern es gibt ganz einfache Schritte, die man gehen kann, die auf jeden Fall erstmal funktionieren. Ja, und dann kann man das Ganze noch weiterentwickeln. Ja. Und die Perspektiven sind mannigfaltig. Ja, also wenn man einmal anfängt und diese Erfolgserlebnisse hat, ja, dann ist der Ball halt im Rollen. Ne? Hat man auch Spaß dran, weiterzumachen. Spaß. Ja, das stimmt. Ja, Kirstin, ich denke mal in diesem Sinne, möchtest du abschließend noch etwas sagen? Nee, ich glaube, wir haben eigentlich soweit alles drin. Also wie gesagt, ich möchte dazu nochmal aufrufen. Also jeder, der sich natürlich jetzt angesprochen fühlt und sagt, ja, ich habe einen Resthof oder ich habe Platz oder ich habe Weideflächen oder was auch immer, soll sich bei uns melden. Adresse wird ja eingeblendet, beziehungsweise steht dann ja im Text unten drin. Und jeder, der dann sagt, ja, ich möchte gerne Spenden geben, ist herzlich willkommen. Also auch das werden wir dann ja unten mit einfügen, worüber denn die Spendengelder reingehen können. Und jeder andere kann natürlich auch anrufen, wenn Fragen da sind, natürlich selbstverständlich auch anrufen. Wir sind da, du bist da, ich bin da, also wir sind auch immer zu erreichen. Per E-Mail sonst auch oder Telegram, Instagram, was haben wir noch, Facebook haben wir noch, sind eigentlich ja über alle Sachen dann erreichbar. So. Und das ist eigentlich so, ja, das wäre super.
Genau, dem habe ich jetzt auch erstmal nichts hinzuzufügen. Ne? Also in den Fällen gerne. Und Mitglieder natürlich. Genau, wir brauchen Mitglieder. Mitglieder, ja. Ja, also gerne bei Kirsten melden oder bei uns melden. Also Kirsten über ihre Netzseite erreichbar, wir auch über unsere Netzseite erreichbar, die wir hier unten einblenden, die ohnehin auch sonst noch in der Videobeschreibung stehen wird. Ne? In diesem Sinne, Kirsten, auch wieder recht herzlichen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, danke auch.